Mit Wasserbecken wie dem hier will der Kanton Graubunden in Zukunft seine Waldbrände bekämpfen. Heute schon brennt der Wald im Kanton zwischen 10 und 20 Mal pro Jahr. Der Klimawandel verschärft die Situation immer mehr. Darum brauche ich jetzt dringend 66 neue Löschwasserbecken. Die Heli müssen sofort Wasser beziehen können und die ersten Löschversuche durchführen, sodass wir im Keim quasi ein Feuer ersticken können. Darum brauchen wir auch so eine hohe Anzahl Becken. Wie wichtig die Wasserbecken sind, hat der Waldbrand im Misox im Dezember 2016 gezeigt. Tagelang hat der Wald brennt, dank der vielen Wasserentnahmestellen haben die Einsatzkräfte die vielen Brandherde aber sehr effektiv bekämpfen. Es war eine recht komplizierte Sache, letztlich mit lokalen Feuerwehrkräften unter Einbezug von kantonalen Kräften, auch sogar von der Armee. Und so haben wir uns gefragt, sind wir eigentlich auch so gut gerüstet im Rest des Kantons? Die Antwort war nein, weil es im Norden des Bündnerland für die Helis viel zu wenig Wasserentnahmestellen hat. Darum will der Kanton in den nächsten Jahren in mobile, vor allem aber in fest verbaute Löschwasserbecken und Löschwasserteiche investieren. Kostenpunkt 19 Millionen Franken. Es muss eine ebene Fläche haben. Es muss eine freie Anflugschneise haben. Es muss Minimum 200 Minutenliter Wasser haben, weil das muss über längere Zeit funktionieren. Es muss sich immer wieder selber füllen. Also es gibt nicht viel geeignete Standorte und unter Umständen muss man sogar noch Wasser herführen. Die genauen Kosten sind schwierig zu eruieren im Vorfeld, aber wir rechnen mit ungefähr 100.000 bis 200.000 Franken. Zum Teil auch vielleicht ein bisschen mehr für so eine Wasserentnahmestelle. Je nach Aufwand, den wir dort treiben müssen. Die Investitionen sind gerade auch wegen dem Klimawandel dringend nötig. In Zukunft werden es im Norden des Kantons nämlich ähnlich eins wie heute schon in den Südtälern. Also wir gehen ja von dem aus, dass die Klimasituation zu mehr Trockenzeiten führt. Ja, jedes Jahr oder immer wiederkehrend. Und das heisst, dass wir bereit sein, das, was wir jetzt haben, gelingt vielleicht für 2 grosse Brände. Und wir müssen künftig vielleicht 4 grosse Brände miteinander bekämpfen. Wir haben auch Veränderungen oder Indizien, dass sich die Waldstruktur verändert aufgrund der Klimaerwärmung. Und das ist für uns natürlich der Anlass, um zu fragen, wie können wir uns besser aufstellen für die Zeit, die kommt, auch im Nordgebiet des Kantons. Mit dem heute vorgestellten Bericht «Waldbrandprävention 2030» sei das Bündnerland für die Zukunft gerüstet.